Mein Name ist Sean Wirz, ich bin ein Regisseur und Filmemacher aus Bern. Ich habe jetzt gerade, einen Kurzfilm, der im In- und Ausland auf Festivals läuft, der «Unleash» heisst. Und habe andere Kurzfilme produziert. Ich mache auch Auftragsarbeiten, die man alles auf meiner Website nachschauen kann. Und ich mache auch gewisse soziale Projekte oder Filme mit einem sozialen Charakter, wo Menschen mit Behinderung oder Menschen mit einem Migrationshintergrund ein bisschen ins Rampenlicht stellen. Ich ziehe es vor, mich nicht Regisseur, sondern Filmemacher zu nennen, weil die allermeiste Zeit von meiner Arbeitswoche mache ich Film. Ich führe nicht nur Regie, führen, so im Sinne von Schauspieler führen oder Entscheidungen treffen für eine ganz spezifische Vision, sondern ich mache Film in all seinen Facetten. Das heisst, ich schreibe eine Drehvorlage für einen Auftragsfilm oder im Moment arbeite ich an alten manuellen Linsen, die ich renoviere, damit ich sie zum Filmen machen kann. Oder den Dreh selber filmen, bedienen Kamera und Gerätschaften und so. Oder arbeiten mit Schauspielern, oder schneiden, oder vertonen etwas. Das heisst, ich glaube, was ich mache, ist Film. Das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber ich habe Freude daran, fast jede Facette des Filmemachen selber zu machen. Ein paar mehr, ein paar weniger. Aber es geht mir vor allem darum, zu machen. Ich tue gerne machen, Filme machen und nicht über Filme nachdenken oder nicht zu viel über Filme schreiben, sondern Filme machen. Ich glaube, wie das Filmemachen mein Leben beeinflusst, kann ich fast am besten anhand von einer Tatsache beschreiben. Und zwar ist das Filmemachen etwas sehr Kollektives. Klar redet man von dieser One-Man-Show oder One-Woman-Show, aber eigentlich ist das Filmemachen per se etwas, was man mit anderen macht. Du bist jetzt hinter der Kamera, ich bin vor der Kamera. Das ist auch schon eine Begegnung. Es ist selten etwas, was man allein macht. Und meistens sogar in einer Gruppe und einer grossen Gruppe. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass mein Leben wahnsinnig beeinflusst, weil ich so viele Menschen kennenlerne im Prozess des Filmemachen. Dass die Begegnungen beeinflussen mich halt mega, die verändern mich, die geben mir eine neue Perspektive. Ich bin ein extrem analytischer, genauer, präziser Mensch. So, das sind so ein bisschen, ich glaube, das habe ich vererbt bekommen von meinen Eltern, die beide Wissenschaftler sind. Mein Bruder ist Wissenschaftler. Ich bin auch so ein bisschen dort daheim. Und ganz vieles in meinem Leben gehe ich sehr analytisch an, sehr kontrolliert, sehr überlegt. Und Kreativität ist der Aspekt von meinem Leben, wo das alles keine Rolle spielt. Du kannst noch so analytisch sein, noch so vorbereitet, noch so. Kreativität macht einfach irgendetwas anderes. Man kann Kreativität fördern, indem man sich gut vorbereitet, aber dann muss man sich gehen. Dann muss man einfach die Muse wieder zulassen. Und das finde ich so das Faszinierende an Kreativität. Und ich glaube, das ist fast etwas, was einem süchtig macht. Ein richtig kreativer Moment, ein Moment, wo etwas kreiert wird, im wahrsten Sinne dieses Wortes, etwas, was es vorher noch nicht gegeben hat, gibt es näher, dank diesem Moment. Das lässt einem irgendwie nicht kalt. Man will das immer wieder erleben. Und besonders eben, weil es nicht fassbar ist, weil es nicht fixierbar ist mit irgendeiner mathematischen Formel oder irgendeinem Buch oder irgendeiner Anleitung oder mit irgendeinem Studium. Sondern es ist einfach da, manchmal durch Zufall, manchmal durch Anstrengung und Ehrgeiz, manchmal durch Glück kommt es da und du darfst teilhaben von diesem Moment. Und das ist ein super schönes Gefühl. Vielleicht könnte ich sagen, meine Geschichte ist typisch schweizerisch, indem dass mir fast alles ist offen gestanden. Alles, was ich hätte machen, hätte ich können machen oder dürfen machen. Für mich fühlt es sich so an, als wäre ich mit einem riesengroßen Privileg auf die Welt gekommen. Ich lebe in einem mega reichen Land, ich habe ein Elternhaus, das mich immer unterstützt hat, ein Umfeld, das mich immer unterstützt hat. Es wirkt fast so, als hätte ich in meinem Leben fast nie externe Gründe gehabt, die mich daran hindern können, das zu erreichen, was ich möchte erreichen, das zu haben, was ich möchte haben. Stattdessen habe ich früh in meinem Leben etwas sehr Traumatisches erlebt, das mich so sehr beschäftigt hat über so viele Jahre, dass das mich daran hindern konnte, Filmemacher zu werden, selbstständig zu sein, kreativ zu sein, glücklich zu sein. Es ist fast so, als hätte es gar nie einen externen
eine externe Kraft gegeben, die meine Geschichte beenden konnte, sondern viel eher eine interne. Und das finde ich recht beeindruckend, irgendwie, dass meine Geschichte eine Geschichte ist von Möglichkeiten, Opportunity, Freiheiten und eigentlich ich mich bestimmt fühle von einem sehr, sehr persönlichen inneren Kampf, den ich ausmachen musste mit mir selber, wo so wirklich mein Märchen ist. Ich habe Hoffnung, glaube ich, am besten mit Optimismus in Verbindung bringen, weil ich selber nicht ein religiöser Mensch bin und Hoffnung häufig noch so dort drinnen zu suchen ist, weil ich auch ein Mensch bin, der zum Glück nicht viel hoffnungslose Situationen hat erlebt und darum habe Hoffnung gebraucht, sondern eben eher sehr viel Liebe habe bekommen in meinem Leben und sehr viel Unterstützung. Aber in den Momenten, wo ich es gar nicht mehr gesehen habe, in den Momenten, wo es mir ganz schlecht ist gegangen, in den Momenten, wo ich nicht weiter gewusst habe ich einfach irgendwie immer noch einen Rest Optimismus gefunden. Einen Rest Hoffnung, dass es eben dann doch wieder besser wird. Und das ist für mich der konkreteste Teil, der fassbarste Teil an diesem Wort Hoffnung. Und klar, wir können jetzt nachschauen, was Hoffnung im Duden, wie das definiert wird und so, aber das bringt ja eigentlich nicht so viel. Mir ist es wichtiger zu überlegen, was bedeutet mir das Wort etwas. Und für mich ist es irgendwie so ein unerklärbarer Optimismus, den ich habe. Vielleicht ist Hoffnung für mich auch ganz einfach der Glaube nicht verlieren, dass man aus eigener Kraft eine Situation zum Guten wenden kann. Ich glaube, früher hätte ich gesagt, mein Traum ist es, ein grosser Filmemacher zu werden, der grosse Filme dreht. Selbst wenn der Traum irgendwie immer noch nicht ganz weg ist, hat es eine neue Komponente gegeben, und zwar mehr nicht auszubieten, mehr nicht zu verlieren, authentisch zu bleiben in diesem Prozess. Authentisch hat gar nicht damit zu tun, was du schaffst oder was du machst, sondern es hat damit zu tun, wer du bist, von was du kommst, wer du bist, wer du werden willst. Es hat damit zu tun, dass du kannst schon dich selber versuchen anzupassen oder reinzuzwängen in irgendein Korsett rein und möglichst schnell irgendetwas zu erreichen. Aber zwungenermassen verlierst du einen Teil von dir. Zwungenermassen kann das nicht nachhaltig sein. Zwungenermassen musst du irgendwann wie anhalten und sagen, okay, jetzt mache ich glaube ich nicht mehr. Oder irgendwie so. Authentisch sein heisst vielleicht in diesem Zusammenhang, sich selber in den Vordergrund zu tun und weniger seine Wünsche und Träume. Weil vielleicht sind die Wünsche und Träume einfach nicht einfach so erreichbar. Und vielleicht muss man die Wünsche und Träume hinterfragen und anpassen auf sich. Man kocht mit den Zutaten, die man hat. Und vielleicht ist das Gericht einfach überdimensioniert, falsch dimensioniert. Und authentisch sein heisst vielleicht zu wissen, wer man ist und anhand von diesen Zutaten sich Wünsche und Träume suchen. Ich habe mir angewöhnt, von den Sachen, wo man normal ist, von wegrennt, mich genau denen zu stellen. Ich glaube, früher bin ich mega davon weggerannt, das, was mich mega von den Sachen, die mich am meisten haben, verunsichert, habe ich mich sehr gekonnt wie aus der Verantwortung stellen. Also, mir denke ich, ich habe es geschafft, von den Sachen, die am schwierigsten waren in meinem Leben, eigentlich davon wegzurennen. Bis mir meine Beine einfach nicht mehr getragen haben. Ich habe von diesen schwierigen Sachen wegrennen, bis mir meine Beine einfach nicht mehr getragen haben. Irgendwann musste ich mich einfach diesen Sachen stellen. Und das ist so anstrengend und es scheisst so verdammt an. Es ist so, so unerträglich, die Sachen, die einen stören, eigentlich head-on, frontal anzugehen. Und deine Frage war, von was rennst du davon, was rennst du hinzu? Und ich finde es irgendwie witzig, ich glaube, unser Instinkt ist wegzurennen oder das Gegenteil ist eben bleiben stehen. Das heisst, ich habe das Gefühl, man versucht so gut wie es geht in meinem Leben anzugewöhnen, zu bleiben stehen, mit dem in die Fratze zu schauen, die mich eigentlich beschäftigt. Wir haben alle unsere Stärken und unsere Schwächen, wir haben alle unsere Zutaten, die wir damit kochen. Und ich habe das Gefühl, je mehr dass man die kennt, je besser man die kennt, je mehr dass man über sich selber weiss, je besser kann man das als Fundament brauchen für seine kreative Arbeit. Und dort, das fällt einem leicht.
Man muss nicht ums Verrecken mit dem Kopf den Zwang und irgendetwas zu finden, wo gar nicht einem seine Stärke ist. Finden, wo bin ich jetzt schon, egal wie alt ich bin, egal wie viel Erfahrung ich habe, was kann ich jetzt eigentlich schon gut und dort anfangen. Das bringt, glaube ich, einem so viel mehr als irgendwelche Idole nachgehen oder irgendwelche idealisierten Wege, wie man das Ziel erreicht. Solange man eigentlich sich selber kennt, kann man gar nicht scheitern. Solange man irgendwie auf dem aufbaut, wo man ist, kann man auch authentisch bleiben, um den Kreis zu schließen, also dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, das wäre mein einziger Ratschlag.